im einfachsten Fall kann man mal beginnen, das gesamte Leitungsnetz regelmäßig zu spülen. Wenn das nicht reicht, dann müssen Sie umfangreichere Sanierungsmaßnahmen starten oder machen eine chemische Reinigung, also chlorendes Wasser. Wenn Ihr Wasser mit Legionellen kontaminiert ist, dann sollten Sie auf jeden Fall Kontakt mit einem Fachmann aufnehmen. Eine erste Anlaufstelle könnte quasi ein Sanitärbetrieb sein, ja, dass Sie mit dem besprechen, was man tun kann. Ich sage mal, im einfachsten Fall kann man mal beginnen, das gesamte Leitungsnetz regelmäßig zu spülen. Ja, damit können sie eventuell ausgespült werden. Spülen heißt zum Beispiel, dass Sie im Prinzip jeden Wasserhahn oder jede Wasserentnahmestelle, die Sie in so einem System haben, für eine gewisse Zeit laufen lassen und das regelmäßig tun. Ja, wobei man schon klarstellen muss, da spreche ich natürlich jetzt über Gebäude, Häuser, also Warmwasserbereitungsanlagen, ja, aber ich sage mal, große Probleme machen Legionellen auch in großen technischen Systemen, beispielsweise offene Kühlturmanlagen, und da können Sie eben nicht so einfach spülen. Wenn das nicht reicht, dann müssen Sie umfangreichere Sanierungsmaßnahmen starten. Das kann sein, Sie drehen die Warmwassertemperatur zeitweise deutlich höher, das heißt auf deutlich höher 60 Grad Celsius, dann fangen Sie an, sich unwohl zu fühlen und abzusterben, oder machen eine chemische Reinigung, also chlorendes Wasser. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Als Person vor Legionellen schützen kann man sich, wenn man beispielsweise in ein Hotelzimmer kommt oder nach Hause kommt, nachdem man ein paar Tage oder längere Zeit weg war, indem man einfach die Dusche und ein paar Wasserhähne anstellt und die einfach mal laufen lässt, ja, damit das ganze Wasser in der Leitung durchgespült wird. Das ist so die individuelle Schutzmaßnahme, die, ich sage mal, empfehlsam für jede Person ist. Ja. Darüber hinaus gibt es jetzt wenig Möglichkeiten, sich als Person davor zu schützen, weil man möchte ja nicht immer mit Atemschutz quasi rumlaufen. Wenn man jetzt Bedenken hat, dass man im eigenen Haus, beispielsweise in der Trinkwasseranlage, Legionellen hat, dann ist der erste Schritt eben immer das Prüfen, das Untersuchen, sind wirklich welche da, und sind welche da, gibt es eben dann verschiedene Möglichkeiten, von dem eingangs schon erwähnten Spülen über Erhöhen der Temperatur bis hin zu Desinfektionsmaßnahmen, die dann aber Fachmänner oder Fachleute durchführen müssen, um das Trinkwassersystem entsprechend zu reinigen. Man kann systemische Voraussetzungen zu Hause treffen, beispielsweise indem man eine Trinkwassererwärmung hat, die Trinkwasser nur bei Bedarf im Durchlauf erzeugt und keinen großen Warmwasserspeicher hat, und indem man, ich sage mal, Ringleitungen für die Wasserversorgung hat, kalt wie warm, dass das Wasser, ich sage mal, im größten Teil des internen Wassernetzes so häufig wie möglich in Bewegung ist.